Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von GeoWeb. Hier im Kanal geht es um Video, Marketing, Online-Business. Und aktuell widme ich mich der Frage, was kostet ein YouTube-Kanal oder YouTube-Video? Ja, der eine oder andere YouTuber wird jetzt denken, bam, was ist das denn für ein Schwachsinn? YouTube kostet doch nichts. Ja, wenn man irgendwelche Schminktipps macht oder irgendwelche Fleisch auf den Grill schmeißt oder mit Schleim rumspielt, dann mag das sein, dass es nichts kostet. Wenn ich ein bestehendes Business habe, also irgendwo reell im Alltag, im normalen Leben Geld mit verdiene und will damit einen YouTube-Kanal aufbauen, ohne dass ich jetzt die Online-Riesen-Nachfrage habe, dann kostet das Geld. Da muss man einfach investieren. Und dabei ist es ganz egal, ob man jetzt selber sich um den YouTube-Kanal kümmert, alles selber macht. Dann kostet halt Equipment, kostet halt Lernzeit etc., Kurse, Schulungen und so weiter. Oder aber, ob man jemanden beauftragt, der das macht. Und wie das konkret ist, will ich jetzt mal eben kurz darlegen. YouTube ist nur ein Part des Videomarketings, aber funktioniert da hervorragend. Nur, es kostet natürlich. Entweder, weil ich selber mache, muss ich halt Kamera, Licht, Ton, Schnittsoftware etc. pp. Kaufen, um halt ein vernünftiges Ergebnis zu kriegen, muss Kurse belegen, muss meine Leute ausbilden lassen, wie auch immer, muss die freistellen, auch das kostet Geld. Wenn ein Mitarbeiter plötzlich in der Woche 6 oder 8 Stunden für Videoproduktion freigestellt werden muss, sind ja auch Kosten. Alles das ist mit diesen ganz normalen YouTuber, da denken die gar nicht dran. Also Videomarketing ist viel mehr als YouTube, aber YouTube ist da ein guter Teil von. Und wenn Unternehmen jetzt überlegen, was kostet denn jetzt ein YouTube-Kanal oder was kostet ein YouTube-Video, da will ich gerade mal so ein paar Tipps geben. Also Schritt 1 wäre selber machen, Schritt 2 wäre beauftragen. Beides sind unterschiedliche Kosten, beides hat Vor- und Nachteile. Ich fange mal so an, man muss ja erstmal überlegen, was bringt mir ein YouTube-Kanal als Unternehmen? Also nicht jetzt als YouTube-Star, sondern als Unternehmen. Ich habe ein konkretes Unternehmen, ich verkaufe Autos oder ich verkaufe Socken oder ich mache einen Dienstleister als Dachdecker oder als Schreiner, Tischler oder ich als Berater. Das sind alle schon reell existierende Unternehmen, die reell Geld verdienen und die ihr Online-Marketing auch schon seit Jahren aufgebaut haben. Warum jetzt überhaupt Videomarketing für KMU oder für Unternehmen? Fakt ist, nach der Jahrtausendwende, kurz danach ging es los mit man muss online präsent sein. Egal ob Händler, Dienstleister, whatever, Berater, man musste online präsent sein. Das haben ganz viele nicht verstanden, haben gesagt, nein, will ich nicht, mache ich nicht, tue ich nicht. Okay, die hatten ja auch ihr Business im Alltag und es gab ja genug Kunden, die das auch nicht wollten. Dann kam nach dem Präsentsein, also irgendeine Webseite haben, die musste nicht mal schön sein, kam dann so um 2004 bis 2006 rum ungefähr, kamen die ersten auf, ich muss auffindbar sein. Also ich muss nicht nur präsent sein online, sondern ich muss mit meiner Leistung oder mit meinen Produkten auffindbar sein. Das war die Hochzeit von SEO. Ja, damals war die Hochzeit, nicht heute. So, das heißt, da musste man sichtbar sein über Auffindbarkeit. Kunden haben irgendwas gesucht, das fingen die an zu suchen, weil es hat sich rumgesprochen, Google ist toll. Und dann musste man einfach mit seinen Leistungen oder Produkten online auffindbar sein. Und dann kam wieder der nächste Schritt, so 2007 bis 2011 ungefähr. Da kamen dann die echten Shops online. Also man musste mit seinen Produkten so online sein, dass man es direkt kaufen konnte. Ja, davor haben viele Händler ihre Produkte gezeigt, entweder keine Preise dran gemacht oder wenn, dann waren die Preise zwar dran und die Leute sollten anrufen oder sollten in den Laden gehen. Die letzte logische Schlussfolgerung war die, weil alle sagten immer, mein Produkt kann man online nicht verkaufen. Das sagten die Schuhhändler, das sagten die Buchhändler, das sagten die Lebensmittelhändler. Jedes Mal haben die gesagt, unsere Produkte gehen online nicht, bis irgendeiner daherkam und hat bewiesen, doch, es geht. So, also wie gesagt, erstmal präsent sein, zweitens auffindbar sein, drittens war dann die Produkte direkt anbieten oder die Leistung direkt über ein Formular anbieten etc. So, und dann kommt jetzt die Zeit des Videomarketings. Da sind wir jetzt gerade voll drin. Das heißt, man ist auffindbar, man ist sichtbar, man hat es geschafft mit Social Media, was ja übrigens dann so jetzt von, ich sag mal, von 2010 bis vor 2 Jahren oder 1 Jahr wirklich irre gut funktioniert hat, mit Facebook online zu sein. Bis vor einem Jahr ging das auch noch mit Instagram. Das Problem ist aber, all diese Netzwerke, Instagram, Pinterest, Facebook und jetzt neuerdings auch YouTube, entwickeln sich alle immer mehr Richtung Ego-Netzwerk. Ja, also die Business-Leute kennen das, sie sind vielleicht bei LinkedIn unterwegs, da läuft das anders. Da habe ich einen Kunden, das heißt, ich gehe in Dialog, ich gehe wirklich in die Auseinandersetzung mit dem Kunden. Das ist in den Ego-Netzwerken nicht so. Also in Instagram posten. Jemand sieht das, oh, gefällt mir, ja, gehe ich hin. Oder YouTube, Video zu, was weiß ich, hier Schminktipps hoch 1000 und alle finden es toll und kaufen es und ja, gut.
So sind eigentlich Influencer entstanden, durch Egomanen, die gesagt haben, ich stelle mich in den Mittelpunkt und ich bin das Wichtigste und um mich geht es, und hat Fans gesammelt. Die haben keine Kunden gehabt, die haben nur Fans gesammelt. Und die Fans haben dann andere Sachen gekauft, die empfohlen haben. Und darüber haben sie Provision gekriegt. Also eigentlich waren diese Leute Vertriebler, wenn man es genau nimmt. Okay, jedenfalls Videomarketing heißt jetzt für viele Unternehmen, sie müssen selber ran. Also selber vor die Kamera. Weil Influencer ist, erstmal hat sich ja schon rumgesprochen, ist ein bisschen kritisch, weil wenn der Influencer selber nicht zum Unternehmen, nicht zum Produkt oder zu der Marke so richtig passt oder vielleicht auch konkurrierende Produkte bewirbt oder anpreist, dann wird es richtig kritisch. Oder andersrum, für Influencer kann es auch schlecht werden, wenn das Unternehmen, das er jetzt quasi empfiehlt, richtig Mist baut. Ist ja hier in Oldenburg passiert mit der Joyce, die hat ja als Influencer Rügenwalder empfohlen und plötzlich stand Rügenwalder vom Kadi und musste Millionen Strafe bezahlen wegen Preisabsprachen. Sowas kann also in jede Richtung kritisch werden. Deswegen müssen die Unternehmen jetzt einfach selber Content-Ersteller werden. In dem Webbereich kennen die das schon, also viele haben schon einen Blog, viele haben schon eine Webseite, wo sie laufend Sachen aktualisieren oder einen Shop, ihre Produkte reinbringen. Aber jetzt geht es halt auch darum, den nächsten Schritt zu wagen, also nicht mehr nur sichtbar sein mit dem Unternehmen, dann sichtbar sein mit den Produkten, sondern jetzt muss man quasi das, was man im Alltag macht, nämlich den Verkauf, das Verkaufsgespräch, die Beratung, das muss man über Videos online bringen. Jetzt geht es einfach darum, ja, sicherlich auch wenn ich ein Ladengeschäft habe, auch wenn ich etwas habe, wo die Leute hinterher zu mir in den Laden kommen, muss ich aber online den Leuten schon mal zeigen, wie ich beraten würde. Und das kann auch jeder. Also ich bis jetzt, Unternehmen, mit denen ich zu tun hatte, die haben alle gesagt, nee, kann ich nicht. Und irgendwie bringe ich die dazu, zu mir einfach zu reden wie zum Kunden und das hinter der Kamera und bam, und dann läuft das. Und dann ist jeder, der Verkäufer ist, berät ja auch Kunden in seinem Laden. Dann kann das auch vor der Kamera. Und da ist eben zwei Wege. Der erste ist der, selber machen. Das ist bei Unternehmen, ich sag mal, die so 50, 100 Angestellte haben, ab da kann sich das lohnen. Dann macht man halt einen eigenen Kanal, macht ein Redaktionsteam. Also man muss dann schon 3 Leute freistellen. Bei 50 Mitarbeitern wird es knapp, bei 100 wird es schon interessanter, aber man muss 3 Leute freistellen. Einen, der auf jeden Fall Kamera macht, Idealfall auch vielleicht Ton mit. Einer, der das Ganze schneidet, das ist nicht unbedingt der die Kamera macht, weil das verschiedene Skills sind. Und einer muss noch Redakteur machen, also der muss dann quasi die Leute ausquatschen. Einer muss vor der Kamera sein. Also minimal auf 3 kann man es reduzieren. Alles in Personalunion kriegt man nicht, geht nach hinten los. So, das heißt, ihr braucht mindestens 3 Leute, sagen wir 2 ist aber Minimum, die auch dann freigestellt werden müssen, die also Zeit kriegen müssen im Unternehmen, um das machen zu können. Die Kamera muss angeschafft werden, das Licht muss angeschafft werden, ein Ort muss gebracht werden, wo was gemacht werden kann. Ich meine, das braucht man immer, auch wenn man es beauftragt. Dann braucht man halt jemanden, der vor der Kamera, ich sage jetzt nicht vor der Kamera reden kann, sondern der im echten Leben auch viel mit Kunden redet. Und den kann man auch vor die Kamera holen. Ob man jetzt intern versucht, dahin zu kommen oder sich dann extern beraten lässt oder trainieren lässt, dass man das schafft, ist erstmal dahingestellt. Was kostet das Ganze nun? So, und jetzt fangen wir mal an. Also eine Kamera, um flexibel zu sein, solltet ihr auf jeden Fall schon mal 4K haben. Das muss jetzt nicht, ihr könnt also alles in 1080p, ist jetzt Fachbegriff, also in HD rausgeben. Da jetzt sowieso mittlerweile 80% auf dem Handy gucken, ist das völlig shit egal, ob das jetzt 4K ist oder HD. Weil HD reicht da völlig. Also quer gehalten oder große Tablets auch in HD reicht vollkommen aus. Ein riesen Bildschirm in 4K, da muss ich 4K haben. Das sind aber Oldschool-Image-Filme. Da muss man sich abwägen, braucht man das noch? An welcher Stelle braucht man es noch? Also für richtiges, reguläres Videomarketing reicht in der Regel Full HD aus. Warum dann 4K? Ganz einfach. Also wir machen es in der Produktion so, ich filme alles in 4K, sehr weitwinklig, also sehr groß aufgenommen und habe dann die Option hinterher, wenn ich Schnitte machen muss, reinzuspringen, rauszuspringen, rein. So ähnlich wie hier auch. Ich mache das ja auch hier, dass ich mal einfach rangehe, an diese Hackfresse und mal wieder weggehe. So, und so ähnlich kann man das dann in 4K relativ geschmeidig machen, ohne dass man Qualitätsverlust hat. Dafür würde ich 4K nehmen. Macht man es in Full HD, muss alles sitzen, die Schnitte wirken hinterher sprunghaft. Deswegen, wie gesagt, mein Tipp 4K. Die Kameras sind nicht mehr so teuer. Also da muss man jetzt, wenn man roundabout mit einem guten Objektiv, sollte man Tausender schon anlegen. Besser sind 2, aber wenn man sparen will, Tausender, vielleicht auch schon für 800. So, darunter wird es dann aber ein bisschen hakelig, wenn es 4K ist. Hakelig dann in dem Workflow hinterher. Ja, das ist die Anschaffung. Dann kommt ein Stativ dazu. Und bitte kein 30-Euro-Stativ, sondern man will auch mal einen Schwenk machen, der ruhig ist. Also da kann man schon ein paar 100 Euro, wenn nicht gar fast 1000, also 600, 700 Euro für ein richtig gutes Stativ ist nichts Besonderes. Zusätzlich braucht man halt noch, zusätzlich zum Stativ braucht man halt noch einen Gimbal, mit dem man bewegte Bilder eben so machen kann und ganz ruhig halten kann.
muss dann wieder zur Kamera passen, also Vorsicht, dass es auch nicht zu schwer die Kamera ist fürs Gimbal oder das nicht hakt oder so. Kann man sich am besten auch mal informieren, was geht. Also Stativ, Gimbal, Kamera, dann Licht. Licht ist ein weites Thema. Wenn ihr wisst, wie ihr Licht setzen müsst, dann wisst ihr auch, welches Licht ihr braucht. Wenn ihr das nicht wisst, es kommen bald Kurse von mir zu dem ganzen Thema Videomarketing, aber guckt euch erstmal bei YouTube um, da gibt es eine Menge Leute, die zu Licht was erzählen. Das sind zwar alles so Hobbylogen, aber völlig egal. Der erste Schritt, den ersten Tipp in die richtige Richtung kriegt ihr da schon mal. Und ein paar Profis gibt es auch dabei. Licht ist ein weites Thema. Kann man durchaus mal, ich sag mal, zwischen 300 und 1000 Euro für ein Lichtset schon mal veranschlagen. So, dann kommt noch der Schnitt dazu. Man kann natürlich mit kostenlosen Tools arbeiten, wie iMovie auf dem Mac oder kostenloser Schnittsoftware wie DaVinci Resolve. Also iMovie wäre jetzt so ein ganz einfacher Anfang. DaVinci ist jetzt richtig für Profis, aber da muss man auch schon echt was drauf haben. Das ist wirklich nichts für Anfänger, aber auch das kommt mal in Kursen, packe ich rein, arbeite ich gerade dran, wird spannend. So, und ich rechne mal zusammen. Wir haben ein Stativ, sagen wir mal ganz einfach, 500. Wir haben eine Kamera, auch simpel, 500. Wir haben ein Lichtset, da müssen wir schon Tausender rechnen, sind wir bei 2000. So, dann die Schnittsoftware, nehmen wir mal die kostenlose DaVinci-Version. Okay, aber ein PC muss dafür extra in der Ecke stehen. Also nochmal 500, sind wir bei 2500. So, dann braucht er vielleicht noch ein oder andere Zusatztools, um Audio machen zu können. Mikrofon, 3000. Also ich sag mal, wenn ihr vernünftige Ausstattung haben wollt, zwischen 3.000 und 5.000 für den Anfang ist erstmal okay. Und kommt bitte nicht auf die Idee, wie diese ganzen, die ihre Wackelbilder machen mit ganz, ganz schlechtem Ton, auf die Idee, wir könnten das mal eben für ein paar hundert Euro machen. Die machen das so. Ja? Dann hört euch die Ton an, der ist so unterirdisch, so wollt ihr als Unternehmen nicht an den Start gehen. Also meine Erfahrung. Weil das muss ja passen. Wenn ihr jetzt ein kleiner Kiosk auf Ecke seid, der immer lauter Besowskis am Tresen stehen hat und alle schmucken da rum und alles sieht ein bisschen nazi aus, dann könnt ihr auch ein Wackelvideo rausgeben mit einem Grottenton. Wenn ihr jetzt ein Autohändler seid, der schicke Audis verkauft oder große BMW, dann könnt ihr mit so einem Video nicht an den Start gehen. Sorry Leute, ihr blamiert euch bis auf die Knochen. Es muss was Vernünftiges her. Also egal, ob ihr das selber aufbaut, die Leute dafür freistellt oder ob ihr ein Team holt. Beim Team kann ich euch gleich sagen, also in der Regel, viele von uns machen das als Videografen, also ich auch, wenn es Kosten gesenkt werden müssen, kann man das ganz alleine machen als Videograf. Kamera, Licht, Ton, alles hat man dann vorne, also Equipment ist dann Sache der Auftraggeber. Ihr braucht nur noch die eine Person, die vor der Kamera den Mund aufmacht. Und dann gebe ich euch einen Tipp am Rande, nehmt jemanden, der entweder felsenfest im Unternehmen schon integriert ist und da verankert ist ohne Ende seit zig Jahren, oder wenn ihr ein Familienunternehmen seid, noch besser, nehmt einen aus der Familie. Keine anderen. Weil ich habe es mehrfach erlebt, wir haben YouTube-Kanäle angefangen und die meisten aus den Lagerabteilungen oder irgendwie kommen die Chefs dann auf die Idee, die Leute, die wenig kosten, zu nehmen, weil das ist ja nur ein Lagerhelfer. Und das Problem ist aber, wenn die dann plötzlich den YouTube-Kanal übernehmen, also das Gesicht des Unternehmens nach draußen werden, die werden so groß, die fangen an, richtig die Fresse aufzureißen. Und die nehmen euch das Heft aus der Hand oder erpressen euch oder nicht direkt, aber indirekt. So nach dem Motto, ich brauche mal ein bisschen mehr Geld, weil YouTube-Kanal und so. Also keine schlaue Idee, den billigsten zu nehmen. Nehmt die Leute zum Beispiel aus dem Vertrieb. Also wenn ihr Gebrauchsanhändler seid, nehmt Leute aus dem Vertrieb, die verkaufen können. Holt die vor die Kamera. Und wenn ihr dann Teams habt, dann kommen die raus und drehen eben was. Bam, neues Auto, zack, 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 zeigen raus. Funktioniert wunderbar. Allerdings müsst ihr dann schon, ich sag mal, wenn ihr so ein Video im Monat macht und nicht mehr, je nach Team, also wenn es wirklich vernünftig sein soll, ich halt mal so raus 1000 Euro. Roundabout für ein Video im Monat. Wenn ihr das jetzt regelmäßiger machen wollt, wenn ihr sagt, okay, wir wollen mal 12 Videos machen, da wird euch jeder entgegenkommen, ist bei mir nichts anderes. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt 2 Videos im Monat haben, weil das einfach eine höhere Taktung bringt, viel mehr Erfolg. 4 bringt noch mehr Erfolg. Wöchentlich bringt wirklich, wenn ihr wöchentlich ein Video macht, habt ihr nach 3-4 Monaten schon einen richtig guten Kanal, der gut dasteht. Wenn ihr einmal im Monat eins macht, braucht ihr in der Regel ein Jahr, bis ihr gut dasteht. Also das ist einfach so die Erfahrung. Und ein Video, wie gesagt, kostet ein Tausender. Bei 2 Videos liegt ihr bei 1700, 1800 Euro, also spart schon eine Menge Geld. Bei 4 Videos liegt ihr bei 2,6, also spart nochmal eine Menge. Das sind jetzt nur meine Zahlen. Ja? Jeder andere bietet andere Zahlen an, aber das ist jetzt für KMU-Unternehmen, die wirklich professionell dastehen wollen und sagen, okay, wir wollen uns um diesen ganzen Kram nicht kümmern, wir wollen vielleicht noch jemanden, der Ideen gibt, das mache ich nämlich auch immer. Wir können das drehen, wir können das machen und ich habe das, also erstmal ins Unternehmen reingucken, was wäre denn für euch gut. Und dann habt ihr jemanden, der euch an die Hand nimmt und ihr braucht nur vor die Kamera abliefern, abliefern, abliefern. Das ist teurer, als wenn ihr die eigenen Mitarbeiter nehmt, es sei denn, ihr habt wirklich 3 Leute und die haben, ich sage jetzt mal, ein fettes Gehalt und die sind
einen Tag in der Woche belegt, dann habt ihr schon in der Regel ja 3 Tage belegt. Das kann dann schon teurer werden, noch teurer werden, ja. Müsst ihr selber abwägen. Also Fakt ist einfach, Videomarketing wird noch stärker werden. Das wächst jetzt so extremst. Und Videomarketing ist nicht eine PowerPoint-Präsentation zu haben, ein bisschen drüber zu labern und dann labern zu hoffen, dass man verkauft. Das machen auch einige, ja. Die schimpfen sich dann auch Videomarketing und nennen das Videomarketing. Das liegt aber nur einfach daran, die kommen aus dem Marketing. Die haben Video nie gelernt, die können auch Video nicht. Die kommen aus dem Marketing und haben dann gesehen, auch eine PowerPoint-Präsentation läuft ja gut. Oder dann vielleicht, auch ich habe im Mediamarkt irgendwie für 200 € eine Kamera gesehen, das kriege ich auch halbwegs hin. Licht stimmt nicht, Ton stimmt nicht, aber merkt schon keiner. Mittlerweile gehen aber echte Firmen an den Start, wie wir, und machen gute Produktionen mit Videomarketing. Also die klassischen Videofilmer, die machen ja eigentlich eher so Imagefilme, Unternehmensfilme. Und für die ist das zu kleines Geschäft, so YouTube-Videos zu machen. Für mich nicht, weil ich komme aus dem Marketing und aus dem Video. Ich habe also im Videostudio gelernt, war beim NDR, habe dann Online-Marketing gemacht, habe SEO gemacht, habe Business Kanäle aufgebaut für Unternehmen, international nach vorne gebracht etc. Und diese Skills, Video und Marketing zusammen, das ist einfach das, was die Unternehmen heute brauchen. Entweder ihr lernt es selber, ihr eignet euch das an, in einem Jahr habt ihr es drauf, in jedem Fall, also wenn ihr euch da richtig reinkniet, oder ihr holt euch externe Partner an Bord, um jetzt schnell starten zu können. Whatever. Aber ein YouTube-Kanal kostet eben halt auch Geld. Das Betreiben des YouTube-Kanals, das erfolgreich machen. Weil, und jetzt kommt der letzte Punkt, darf man ja nicht vergessen. Vergessen nämlich auch viele aus der Filmmacherbranche, sind ganz viele, die sagen, ich mache einen Film, gebe den ab und fertig. So, aus der Marketingbranche sind ganz viele Leute auch, ich brauche keinen guten Film, ich brauche eine PowerPoint-Präsentation und raus. Was nicht funktioniert. Also wie gesagt, der eine Grund ist, schlechten Ton akzeptiert niemand mehr, man braucht also Profis. Aber auch im Videobereich ist es so, denn das Video fertig ist, fängt es ja erst an, weil dann muss ich es verbreiten, dann muss ich es vermarkten, dann muss ich es vertreiben. Und das geht in der Regel auch nur über Ads, also über Werbung wiederum. Und da muss man wissen, wie man die günstigste Werbung fürs Video kriegt. Und dann muss man eben wissen, wie Werbung funktioniert. Und zwar mit Video. Diese beiden Skills zusammen, Video und Marketing, das ist das, was Videomarketing nach vorne bringen wird. Also bitte Leute, wenn euch jemand fragt, was kostet ein YouTube-Kanal, bitte seid nicht so arrogant, einfach nur voll zu grinsen und zu sagen, der Idiot weiß ja gar nichts, sondern kommt mal ins Nachdenken. Nur weil eine Menge Idioten, die irgendwie als Ich-AGs irgendwo enden, mit so einem Scheiß auf den Start gehen, heißt das nicht, dass es für Unternehmen auch so funktioniert. Ja? Richtige Unternehmen brauchen richtig vernünftige, solide Lösungen. Ich denke da ein bisschen an die Webseiten. Als die Webseiten aufkamen zur Jahrtausendwende, die sahen alle Schrott aus. Die sahen gaga aus. Hat auch keiner richtig Millionenumsätze mitgemacht. Aber irgendwann waren diese ganzen, ich bin selber Webdesigner, weg vom Tisch. Übrig geblieben sind die Profis, die gute Sachen machen, also in der Regel, es gibt immer noch schwarze Schafe, aber die meisten bringen richtig gute Lösungen raus und damit verdient man auch Geld, das sieht gut aus. Und das wird im Videomarketing genauso sein. Ich sag mal, in 3 Jahren wird von diesen Wackelvideos, von diesen Schrottdinger keiner mehr reden. Das ist jetzt schon so, dass sich Social-Media-Agenturen schon Videoleute einstellen, weil sie die Skills nicht drauf haben. Natürlich holen sie sich wieder die billigen, das wird auch nicht, also, der Markt wird das regulieren. Das wird einfach von ganz alleine passieren und irgendwann werden die echten Profis übrig bleiben und richtig guten Videomarketing am Start gehen. Und spätestens dann, wenn die Werbung nämlich auch überwiegend mit Videomarketing online erfolgt, spätestens dann wird Fernsehen ein echtes Problem kriegen. Schauen wir mal, wann das sein wird. Also ich hoffe, es hilft dir jetzt weiter, so einzukalkulieren, grob, brauchen wir Videomarketing, beziehungsweise was kostet ein YouTube-Kanal, was kostet ein YouTube-Video, wobei Videomarketing natürlich auch mit Facebook noch geht für bestimmte Zielgruppen, mit Instagram für bestimmte Zielgruppen, mit Pinterest leider nicht, aber auch in LinkedIn für bestimmte Zielgruppen. Also man muss erstmal die Zielgruppe wissen und dann, um rauszukriegen, was geht, am besten mit einem Profi reden, der sich mit Videomarketing wirklich auskennt. Und dann in dem Kanal starten, wo eure Zielgruppe sich aufhält und wo ihr am stärksten seid. So, wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like da, also Daumen hoch, Kommentar drunter wäre immer prima, teilen, share, whatever. Und ansonsten, wenn du abonnieren willst, denk an die Glocke. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis bald, vielen Dank und ciao.